Hallo bei Get Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren chinesischen Füllfederhalter vorstellen, eines großen Herstellers, eines bekannten Herstellers, und zwar den Jinhao 80. So sieht der Füllfederhalter aus. Der eine oder andere wird sagen, da ist doch wieder ein großer deutscher Hersteller mit L. Der Pate dafür, ja, kann man so sagen, handelt sich um einen Lamy 2000 Clone. Und wie immer gehen wir wie folgt vor. Ich will euch das Material beschreiben, ich will euch den Füllfederhalter beschreiben, dann machen wir Maße und Gewicht. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt am Jinhao 80. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Ich sage euch, ob ich ihn mir wiederholen würde oder eher nicht. Und wo ihr ihn bekommen könnt und was er denn so kosten würde, wenn ihr euch denn dafür interessieren würdet. Dann legen wir los. Da liegt er vor uns, der Jinhao 80. Ein kürzlich herausgekommener bzw. ein Füllfederhalter, den ich kürzlich bei AliExpress gefunden habe. Gibt ja mehrere Lamy 2000 Klone, aber das hier, glaube ich, ist einer der jüngsten Klone dieses bekannten Lamy-Produktes. Schauen wir uns den mal an, ganz in schwarz gehalten. Ein gebürsteter Metallclip. Das sieht sehr edel aus, auch der Kunststoff hier. Ich kann nicht sagen, ob es Polycarbonat ist oder ein sonstiger Kunststoff. Der Lamy 2000 ist ja aus Polycarbonat. Ob dieser hier auch aus Polycarbonat ist, das vermag ich sicher nicht zu sagen. Aber alles in allem muss ich sagen, wirkt er optisch sehr, sehr wertig. Und auch dieser gebürstete Metallclip, der absolut funktional ist, federnd gelagert. Ich zeige es hier mal. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Die Kappe ist gesteckt und ist eine Kunststoffkappe. Können auch hier noch mal so ein bisschen hineinleuchten. Ihr seht es, komplett aus Kunststoff. Vielleicht aus Polycarbonat, aus genau dem Material des Lamy 2000. Das kann ich euch nicht genau sagen und der Hersteller macht dazu auch keine Angaben. Hier haben wir so ein bisschen einen angesetzten Kappenkopf. Aber wenn wir noch mal reinschauen, es sieht nicht aus, als wäre der wirklich komplett angesetzt, sondern als sei das da oben die Halterung für den Clip. Aber so genau kann ich das nicht erkennen. Also auf jeden Fall sieht es sehr, sehr edel aus, wenn ihr euch das so anschaut. Und sehr gut verarbeitet, keine scharfen Kanten dran. Wirkt absolut wertig, ist recht leicht, aber bei Kunststoff ist das nicht anders zu erwarten. Aber was mir wirklich sehr gut gefällt, ist dieser gebürstete Metallclip. Das könnt ihr hier so sehen, diese Struktur, die er dadurch erhalten hat. Das sieht sehr gelungen aus. Ja, ansonsten, wie gesagt, hervorragend verarbeitet. Dann schauen wir uns den Füllfederhalter selber mal an. Die Kappe ist gesteckt, ihr habt es ja eben gesehen. Die Feder ist die typische Feder, die ihr von Jinhao kennt. Die Kutsche, das Gespann, Jinhao, feine Feder. Wir haben hier überwiegend feine und extra feine Federn aus dem chinesischen Bereich oder von den chinesischen Herstellern. Und auch hier muss ich sagen, Griffstück ist in Ordnung, könnte ein bisschen griffiger sein, aber es ist völlig okay noch. Und auch hier dieser Zierring sieht sehr gut aus. Griffstück ist sehr gut und liegt gut in der Hand, muss ich sagen. Dann schrauben wir mal auf, was mir auch sehr gut gefällt. Wir haben hier ein Metallgewinde und hier ein Metallgewinde. Also insofern sieht das auch sehr langlebig aus. Es gibt ja mehrere Lamy 2000 Klone und bei dem einen oder anderen gibt es da durchaus mal Materialschwächen. Ich denke mal, hier ist das so sauber und solide verarbeitet. Auch hier alles wirklich ganz hervorragend gemacht, dass es da keine Schwierigkeiten geben dürfte. Ja, der Konverter ist ein typischer chinesischer Konverter. Ich habe hier mal eingefügt oder eingefüllt die Lamy T52 Bronze.
Finde, die passt hier ganz gut dazu. Ich habe die schon in einigen Tests verwendet, gerade bei den Lamy-Klonen. Und ja, mehr gibt es hier eigentlich nicht dazu zu sagen. Die Feder ist auch typisch Form Lamy. Tintenleiter auch, so wie wir es kennen, auch von den ganzen Klonen. Alles sieht da in Anlehnung nach Lamy aus. Dann kommen wir zum Schaft. Schaft ist hier am Kopf mit einem Metallabschlussstück, sehr edel aussehend gemacht. Finde ich ganz klasse. Ansonsten auch Kunststoffmaterial, möglicherweise Polycarbonat und sehr wertig, sehr hochwertig. Auch hier dieser Ring, der sich ja dann innen als Gewinde fortsetzt. Also da muss ich sagen, alles gelungen, wirkt sehr gelungen. Und ja, das ist eigentlich schon so das Wesentliche, was man hier dazu sagen kann. Wir werden mal sehen, die Kappe kann man auch aufstecken. Die hält dann auch richtig fest. Da kann man auch durchrütteln, sondern da wird nichts lose. Und dann liegt er auch ganz sehr gut in der Hand. Also hier vom Gewicht her und von den Maßen her kann man durchaus diesen Füllfederhalter aufgesteckt benutzen. Und ich finde auch das Geräusch, wenn er schließt, klingt sehr angenehm und wertig. Dann kommen wir gleich zu den Maßen und zum Gewicht. Ich habe euch ja schon gesagt, er wirkt sehr, sehr leicht. Das ist er auch. Der ganze Füllfederhalter wiegt, nicht wirkt, wiegt, befüllt mit Tinte und Konverter 20 Gramm. Das ist also kein Schwergewicht. Aber ich muss sagen, er ist wirklich sehr angenehm zum Schreiben und auch mit aufgesteckter Kappe, da misste er dann 15,2 cm, ist es sehr angenehm mit dem zu schreiben, weil die Kappe eben auch sehr, sehr leicht ist. Im geschlossenen Zustand, so wie ihr ihn hier jetzt seht, misst er 13,9 cm und ohne Kappe, so in diesem Zustand, da sind wir dann bei 12,5. Also alles gängige Maße, die, ich sag mal, ein angenehmes Schreiben und ein angenehmes Handling prognostizieren. Okay, so viel dazu. Und dann kommen wir jetzt als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest des Jinhao 80. Ja, wir können eigentlich mal die Kappe aufstecken. Das mache ich ja auch relativ selten. Feine Feder. Ein Lamy 2000 Clone. Die Tinte ist Lamy T52. Bronze. Papier ist Clairefontaine, wie immer. DCP 160 Gramm. Okay, dann schieben wir das Ganze mal ein bisschen hoch und ihr könnt mal hören, wie diese feine Feder hier über das Papier gleitet. Ist übrigens eine Stahlfeder, hatte ich vorhin nicht dazu gesagt, aber bei einem Füllfederhalter aus China ist es ja fast immer so, dass die mit entsprechenden Stahlfedern und nicht mit Goldfedern oder so kommen. Okay. Ihr habt es gehört, die feine Feder von Jinhao klingt fantastisch. Also ich habe durchaus unterschiedliche Federn von Jinhao schon gehabt, aber dieses Exemplar hier ist wirklich sehr, sehr gut für eine feine Feder. Relativ wenig Feedback, gefällt mir super gut, wirkt überhaupt nicht kratzig, sondern ist sehr, sehr angenehm im Schreiben. Auch Griffstück hält sich sehr gut. Dann habe ich ihn jetzt einen Moment offen gelassen und wir probieren mal schnelles Schreiben. Ist auch sofort da, wie ihr seht.
Gibt es auch keine Aussetzer, Tintenfluss völlig in Ordnung, auch keine Schwierigkeiten. Nehmen wir mal die Kappe ab und schreiben mal verkehrt rum. Ihr seht, auch da hält er durch. Feedback wird stärker. Es wirkt ein bisschen kratzig, aber immer noch nicht unangenehm. Finde ich auch bemerkenswert für so eine Feder. Entschuldigung. Für so eine Feder, dass hier überhaupt nichts unangenehm wirkt. Habe ich auch nicht allzu häufig, muss ich dazu sagen. Dann schauen wir nochmal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Ja, ich will jetzt auch nicht zu fest aufdrücken, aber ihr seht schon, das ist nicht wirklich viel. Können wir nochmal kurz zum Tintenfluss was sagen. Also für eine feine Feder durchaus in Ordnung und in keinster Weise zu beanstanden. Also hier vom Schreibtest her muss ich sagen, ein wirklich gelungenes Stück aus dem Hause Jinhao. Und dann werde ich euch als nächstes sagen, was mir noch gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhao 80. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Jinhao 80, einem Lamy 2000 Clone? Hier ist er nochmal. Also sehr gut gefällt mir dieser funktionelle Clip. Ihr seht es hier nochmal. Also das ist ganz hervorragend. Auch dieses gebürstete Metall, aus dem er besteht. Das sieht super edel aus. Überhaupt der gesamte Füllfederhalter in seiner ganzen Konstruktion wirkt wahnsinnig edel. Ich habe es euch ja eben hier im Detail gezeigt und ich habe auf meiner Website nochmal Fotos davon eingestellt. Auch die Verarbeitung, dass also das Griffstück mit dem Schaft in eine Metallverbindung verschraubt wird, deutet darauf hin, dass das ein Füllfederhalter ist, an dem man sehr lange Spaß haben wird, weil da nichts ausbricht oder einreißt. Also insofern sehr gut verarbeitet. Mir gefällt auch der angenehme Klang der Feder. Das ist eine feine Feder, müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Und ich nehme es mal hier vorweg, ein Füllfederhalter, der derzeit ungefähr 7 Euro kostet und ich habe ihn für 4,50 Euro inklusive Versand im Rahmen einer Sonderaktion bei AliExpress bekommen. Sei immer mal wieder darauf hingewiesen, an der Stelle will ich es auch tun, ich bekomme nichts von Jinhao, ich bekomme nichts von Lamy, da sowieso nicht, weil ich einen Clone vorstelle. Und ich bekomme auch nichts von AliExpress, sondern ich sage euch einfach, wo ihr diesen Füllfederhalter, wenn ihr ihn denn euch kaufen wollt, dann auch günstig bekommt. Also so viel dazu. Also ein Füllfederhalter für 4,50 Euro. Diese Feder, ganz fantastisch. Schreibstärke, genau wie eine F-Feder. Also da gibt es auch keine Einschränkungen, muss man einfach so dazu sagen. Das ist ein wirklich hochwertiger Füllfederhalter. Und was mir auch gut gefällt, das ist, ich zeige, ihr könnt es ja mal hier zuhören, das ist das Klacken, wenn man die Kappe wieder aufsteckt. Hört mal. Ich finde, das klingt sehr hochwertig und sehr angenehm. Das klingt nicht nach Billigplastik, sondern das klingt nach einem Füllfederhalter, der schon recht wertig daherkommt. Insofern fällt mir auch hier das Fazit leicht. Ja, würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Für den Preis von 4,50 Euro inklusive Versand, da braucht man darüber gar nicht nachdenken. Natürlich, wenn einige sagen, ja, gibt ganz viele chinesische Füllfederhalter für diesen Preis, ja, kann ich entgegnen. Ist so, gibt es auch viele gute für den. Aber diese Verarbeitung hier und auch dieses Material und der optische Eindruck dieser Wertigkeit, der ist halt nicht in allen Fällen so gegeben. Aber ihr habt durchaus recht, wenn ihr dieser Meinung seid. Es gibt durchaus auch Konkurrenz. Aber ich finde, dieser Füllfederhalter hier ist hervorragend verarbeitet und für den Preis ein echtes Schnäppchen. Aktuell kostet er, wie gesagt, ungefähr 7 Euro. Auch dafür würde ich ihn euch ans Herz legen.
und ihr könnt da nicht viel falsch machen. Das einzige Manko, was ich gesehen habe, aber es ist auch nicht wirklich ein Manko, das ist hier am Griffstück, ich habe es euch ja vorhin gesagt, ich finde, es könnte noch ein bisschen griffiger sein, aber es ist auch nicht wirklich rutschig. Aber so ein bisschen könnte es noch, ja, könnte es noch ein bisschen mehr Grip haben. Aber es ist völlig in Ordnung und ja, es ist einfach so eine persönliche Geschichte. Es ist kein Fehler, es ist kein Makel, aber den einen oder anderen stört es ja sowieso nicht. Der nimmt ja auch Metallgriffstücke. Aber das ist das Einzige, was ich hier ins Felde führen kann. Und ich betone es nochmal, liebe Leute von Jinhao, hier habt ihr, abgesehen davon, dass ihr einen Lamy 2000 Klon hergestellt habt, das ist halt keine eigene Designleistung, insofern natürlich auch nochmal ein Punktabzug. Aber ihr habt vom Material her eine ganz hervorragende Arbeit geleistet. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, ob ihr, liebe Zuseher, ob ihr das genauso seht. Oder habt ihr einen völlig anderen Eindruck vom Jinhao 80? Oder findet ihr einen anderen Lamy 2000 Klon viel besser? Gibt es ja den einen oder anderen. Ein Kako zum Beispiel fällt mir dazu noch ein. Dann würde ich mich über eure Meinung freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.